Ah, leck mich doch. Federbein im Arsch. Fuck, da hat's gerade einen hingelegt. Ja, das ist mal wieder typischer Stadtverkehr hier in Da Nang. Jetzt geht's auf wie auf den Berg. Ist schon ziemlich geil zu fahren. Schöner Strand, ganz einsam. It's crazy. Guten Morgen Vietnam. Es ist jetzt knapp 10 Uhr und ich starte weiter Richtung Hue. Es geht kurz vorbei an den Marmorbergen von Da Nang. Dann mal ein kurzes Foto von der Dragon Bridge. Und dann geht es über den Hai Wan Pass, also den Wolkenpass. Auch ein sehr bekannter Pass. Ah, leck mich doch. Gerade eben losgefahren vor ein paar Kilometern und schon Federbein im Arsch. Ei, ei, ei. Schauen wir mal, da ist gleich eine Werkstatt. So, und da sind wir mal wieder bei dem Karma, beim Schicksal, bei den Zufällen. Und zwar habe ich mir im Hotel die Route noch auf Google Maps angeschaut. Und wusste, bei einer Kreuzung musste ich rechts weg. Dann habe ich zufällig gesehen, an der Kreuzung ist auch so ein Motorradteilehändler. Ich dachte, ja, vielleicht hat er noch einen zweiten Spiegel für mich. Ja, und dann bin ich gefahren. Es waren gerade mal 5 Kilometer vom Hotel weg. Ist da an der Kreuzung mit lauter Schlaglöchern und nur Schotter und so. Ich bin halt eigentlich ganz langsam gefahren, auf einmal klonk, dann sagt das Motorrad hinten ein. Ich bin dann habe angehalten, links, rechts geschaut, so, oh, Federbein im Arsch, und dachte mir so, scheiße. Dann kommt ein anderer Mann auf mich zu und zeigt mir da so rüber, dass da eine Werkstatt ist. Und es war halt genau dieser Motorradhändler oder dieser Teilehändler oder diese Werkstatt, die ich vorhin in Google Maps gesehen hatte. Das waren dann 20 Meter, bin ich dann rüber gefahren. Ja, und dann hat er eben, ich glaube, die Kolbenstange hat er nur ausgetauscht, weil da ist an der Kolbenstange oben die Befestigung im oberen Gelenk ist abgebrochen. Ja, was hat er jetzt gemacht? Hat ein bisschen gedauert, aber 3/4 Stunde, ja, sowas um den Dreh. Hat gerade mal 100.000 Dong gekostet, das sind nicht mal 4 Euro. Und jetzt geht's dann mal weiter. Fuck, da hat es gerade einen hingelegt. Da hat ein Junge mit dem Ball gespielt. Der Ball ist auf die Straße gerollt und er ist genau mit seinem Roller über den Ball drüber. Ei, ei, ei. Ja, leck mich am Arsch. Ich habe schon aus der Ferne gesehen, den Jungen, wie er das mit seinem Ball spielt. Dachte mir, da passe ich lieber auf, nicht dass der Junge, weil der Ball ist über die Straße gerollt. Und nicht, dass der Junge jetzt auch noch über die Straße rennt und den Ball holt. Aber dann war da bloß dieser Ball auf der Straße. Und da kam ein anderer entgegen, der ist halt haargenau auf diesen Ball zugefahren und drüber gestürzt. Ja, weiß ich, der hatte vielleicht schätzungsweise, ja gut, 40 Sachen drauf. Ja, hat sich wohl ein bisschen Knie getan oder so. Ja, aber ihm scheint es so weit gut zu gehen. Also können wir weiterfahren. So, wir sind jetzt dann bei den Marmorbergen angekommen. Sind kurz vor Da Nang oder in Da Nang. Und es sind genau 5 Berge, wo man sagt, ja, sie symbolisieren die 5 Elemente. Und es gibt verschiedene Tempel da drin. Ich sehe vor mir sind auch Touristen. Ja, man kann da klettern, wandern, die ganzen Sachen besuchen. Jetzt sieht man sie leider gerade nicht mehr so, die waren jetzt da so drüben. Schauen wir mal, ob wir sie später nochmal zu sehen bekommen. Ja, jetzt genau, hier sehen wir einen der Berge, da sieht man auch so einen Tempel drauf. Ja, der andere Berg ist da drüben und noch einer. So, hier sehen wir jetzt, glaube ich, den größten der Marmorberge. Wobei der andere schaut auch groß aus, ist bloß weiter weg. Da ist hier oben eben ein Tempel zu sehen. Ja, und hier weiter unten ist auch irgendetwas. Da ist so eine Aussichtsplattform für Touristen. Und
da hinten ist noch einer der Berge. Ja, die Marmorberge, die ragen so mitten aus dieser flachen Küstenlandschaft heraus. Das ist also schon sehr auffällig. So, jetzt fahre ich hier direkt am Strand von Da Nang entlang. Vorhin gab es da sehr viele Resorts, feine Resorts direkt am Strand. Da zahlt man, glaube ich, pro Nacht 100 bis 300 Euro pro Person. Ja, der Strand schaut eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, und sonst stehen halt noch viele Hochhäuser rum, Hotels und so weiter. Ja, da steht ein Riesenrad. Und dort hinten kann man schon die Dragon Bridge erkennen, die Drachenbrücke. Sieht so aus, als würde sich dann Drache entlang schlängeln. Nachts ist der Drache beleuchtet. So, hier sieht man jetzt die Dragon Bridge. Einem Ufer zum anderen, da schlängelt sich der Drache entlang. Also hier vom Schwanz schlängelt er sich bis zum anderen Ufer, wo sich der Kopf befindet, der dann um 21 Uhr Feuer spuckt. Ja, das ist mal wieder typischer Stadtverkehr hier in Da Nang. Viel los, viele Mopeds wuseln durch die Gegend. Ui, musste ich doch woanders abbiegen. Oh, ich glaube, da drüben sieht man bereits den Hai Wan Quan Pass, also den Wolkenpass. Praktisch da drüben, irgendwo das müsste sein. Und da fahren wir dann drüber. Die AH1, also der Highway Nummer 1, der fährt jetzt mittlerweile durch den Berg durch den Tunnel. Da spart man sich natürlich viel Zeit. Aber ja, der Pass, den muss man schon mal sich angeschaut haben. Muss man auch wieder aufpassen, wegen LKWs und vor allem bergab, wegen den schlechten Bremsen. Ja, warum heißt er eigentlich Wolkenpass? Diese Gebirgskette ist sozusagen die Wetterschneise zwischen Nord- und Südvietnam. Jetzt geht's auf wie auf den Berg. Der Berg ruft. Die Easy Rider Tour. Yeah, man. Ja, es gibt wirklich so Touren, die man fahren kann, heißen, glaube ich, Easy Rider hier in Vietnam. So, habe hier mal kurz Halt gemacht. Die zwei Leute da vorne waren aus Deutschland, Frankfurt oder so aus der Gegend. Und ja, hier ist ein schöner Strand, ganz einsam, da kommt kaum einer hin. Und da ganz oben, so zwischen den Bergen, dort müsste der Pass sein, wo wir jetzt hinfahren. Dann geht's weiter. Ja, die Straße vom Pass schlängelt sich jetzt erstmal schön an der Küste entlang. Es gibt ein paar Kurven, aber da muss man vorsichtiger sein. Reifen sind nicht so gut, Straße ist nicht so gut, Dreck kann sein, LKWs kommen entgegen, LKWs stehen auf der Straße rum. Ja, hier sind richtig schöne viele Bäume. Da wurde früher im Krieg von Agent Orange wurde einiges beschädigt. Und schöne Kurven, Knieschleifen. Nee, besser nicht. Vollgas! Ist schon ziemlich geil zu fahren, der Pass. Schöne Landschaft. Ja, und da oben müsste dann das Ziel sein. Einfach mal ein bisschen genießen. Da oben kommt vielleicht noch eine Kehre. 10% Steigung. Ja, das sieht man jetzt halt schön. Den Strand nochmal. Und Da Nang
hier ist gerade eine ganze Gruppe von Engländern in der Showkurve. So, genau, hier der schöne Strand da unten. Dann Da Nang, ja, geht fast die ganze Küste entlang. Irgendwo da hinten ist dann Hoi An. Die Marmorberge sehe ich sogar noch. Da ganz hinten. Und weiter geht's auf den Berg. So, jetzt sind wir oben. Schauen wir mal, was gibt's hier denn Schönes? Ja, nicht viel. Kaufen hier, kaufen da, anschauen da. Ich glaube, da brauche ich nicht unbedingt viel anschauen. Und jetzt geht's wieder bergab. Dieser ganzen Meute hinterher oder vorbei, mal schauen. So, immer schön beide Bremsen einsetzen. Ein bisschen Motorbremse nutzen. Ist ja blöd, wenn bergab dann immer das Gas so hängen bleibt. Ja, ja, ja. Oh, der Auspuff bollert so schön. Bollert und blubbert. Yeah, noch eine Honda Win. Schön. Ja, kann man weiterfahren. Jetzt kehren. Oh, der blubbert so schön, der Leo. Ah, herrlich. Ui, Ziegen! Das Sudelfeld Vietnams. Oder der Kesselberg Vietnams. Ja, das sind so die Hausstrecken bei München. Man kann natürlich noch weiter in die Berge rein und Großglockner, Stilfserjoch, Timmelsjoch und wie sie alle heißen. Hallo Kuh. Ah, das sieht schon etwas gefährlich aus. Kann man gut ausrutschen. Ja, da vorne sieht man schon wieder den Highway 1. Da werden wir gleich wieder dazu stoßen. Und dann geht es nur noch ein kleines Stückel nach Hue. Juhe. Einmal über die Gleise. Jo. Tunnel, 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 Tunnel. Wenn man reinfährt, wird es dunkel. Wenn man rausfährt, wieder hell. Yeah! Klanghalle. Ich habe gerade mal nachgeschaut, mit Runtastic habe ich geschaut, zwar der Tacho geht, also die Geschwindigkeitsanzeige geht jetzt bei 74 km/h, geht sie ungefähr 10 km/h vor, also tatsächlich nur 60. Anders hingegen der Kilometerzähler, der zeigt knapp 10% weniger an, als ich tatsächlich gefahren bin. Also muss ich am Ende, wenn ich am Ende den Kilometerstand ablese, nochmal knapp 10% draufschlagen. Dann habe ich die gesamt gefahrenen Kilometer. Da sind wir zwei voll bepackt auf ihren Rollern unterwegs. Und ich bin jetzt kurz vor, hui, schon nur noch 9,4 Kilometer, 18 Minuten. Juhu! Ja, ich bin jetzt in der Kaiserstadt Hue angekommen.
Hier haben immer die Kaiser gewohnt oder hatten ihren Sommersitz. Schöne fährt ein Hund mit. Ich muss irgendwie schräg weg. Ups, sorry. Genau. Und zu sehen gibt es hier die Zitadelle von Hue. Dann schaue ich mir noch so einen ehemaligen Wasserpark an. Der wurde einfach verlassen. Und dann vielleicht noch kleine Tempel. Jetzt bin ich gleich da beim Hotel Hong Tien Ruby Hotel. Müsste jetzt hier gleich sein. Hong Tien Ruby. So, wo ist es? Wo ist es? Hong Tien. No. No, passt. Hong Tien Ruby Hotel. Huh? Hong Tien Ruby Hotel. Hong Tien Ruby? Ja, jetzt hier. Ja, genau. Okay. You where from? Germany. Oh, 1 minute. Hm? I do motorbike, happy German documentation. Look. You go hotel and after you follow me. I show you a way. Here, everybody like it. Beautiful, beautiful, beautiful. Yeah, I also have a tour guide book. It's okay. Tour guide? It's okay. Where tour guy? Book. Book. You book already? Ja. So now you where? You Ja, hat er mich zugelabert, aber hätte er mich nicht aufgehalten, dann wäre folgende Situation niemals passiert. Hat mich der jetzt zugelabert und wollte sich als Tourguide anbieten, aber ich habe ja selber geschaut, wo es hingeht. No. It's crazy. Hi. Hi. It's so crazy. Wow. doing fine? Zur Erklärung, ich war 10 Tage zuvor auf einer 2-tägigen Tour im Mekong-Delta unterwegs und dort habe ich diese 3-köpfige Familie kennengelernt. Echt kaum zu glauben, dass man 10 Tage später und über 1000 Kilometer weiter nördlich sich auf einmal in dem Moment, genau in dem Moment wieder trifft. Echt unglaublich.